Ich habe heute ein Eiweißbrot für euch oder ich nenne es mal ein Fitnessbrot mit sehr hohem Eiweißgehalt, was einfach lecker schmeckt. Ich finde, die meisten Eiweißbrote, die sind wie so der Spülschwamm aus meiner Küche. So industriell gefertigte Brote haben meist bis zu 16 Zutaten, wenn man da hinten auf die Liste guckt. Und ja, da musst du einfach ein bisschen tricksen, um den hohen Eiweißgehalt einfach auch zu binden, damit da ein brotähnliches Produkt einfach rauskommt. Und den Preis dafür musst du natürlich auch bezahlen. Daher klar, ist auch hier selber backen angesagt. Und wie immer, kinderleicht im Brotbackautomat, legen wir los. Ich zeige dir für meine Variante jetzt erstmal die Zutaten. Ich habe hier 350 Gramm Dinkel-Vollkornmehl mit ja, rund 14% Protein. Ist Dinkel-Vollkornmehl eine hervorragende Quelle für pflanzliches Eiweiß. Hier setze ich auf Buchweizenmehl und zwar 150 Gramm. Das hat mit 19% von allen Getreidearten den höchsten Proteingehalt. Dann haben wir 200 Gramm Quark. Magerquark gilt als absoluter Spitzenreiter bei den Milchprodukten. Mit 13, 14 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm kannst du locker deinen täglichen Eiweißbedarf decken. Und dann habe ich mich für Hanfsamen entschieden. Und zwar sind es geschälte Hanfsamen, die enthalten rund 25 Gramm Protein pro 100 Gramm, damit mehr als jedes andere pflanzliche Lebensmittel und in etwa gleich viel wie Fisch und Fleisch. Außerdem mag ich diesen Crunch der Hanfsamen im Brot. Das sind so 4 Esslöffel, 30 Gramm geschälte Hanfsamen. Dann haben wir ein Teelöffel Trockenhefe sowie anderthalb Teelöffel Salz und so circa 200 bis 220 Milliliter Wasser. Alles der Reihe nach in die Backform füllen. Und 200, 220 Milliliter Wasser, je nachdem, wie viel Flüssigkeit dein Mehl eben verarbeiten kann. Halte einfach immer ein bisschen Wasser zurück, gib mal nur 200 dazu und zur Not kannst du nachher noch einen Schluck nachgeben. Backform in den Automaten stellen. Und hier bei dem Modell ist es ja so, dass der über einen Hefeverteiler verfügt. Das heißt, ich tue hier diesen Teelöffel Trockenhefe einfüllen. Wenn dein Automat nicht über diesen Hefeverteiler verfügt, gibst du den Teelöffel Trockenhefe einfach mit in die Backform. Und jetzt ein Programm auswählen. Hier habe ich wieder mehrere Möglichkeiten. Entweder nehme ich ein vollautomatisches Programm. In dem Fall würde ich jetzt hier auf Dinkel setzen. Das läuft zwar 4 Stunden und 30, aber hier ist der Vorteil, das heizt jetzt eine halbe Stunde die Zutaten einfach ein bisschen vor. Danach wird der Teig, das Dinkelmehl, einfach schonend ausgeknetet und deshalb hat es einfach eine längere Laufzeit. Wenn du ein ganz einfaches, normales Programm nimmst, dann such dir ein Programm aus, was so 3 Stunden ungefähr eine Gesamtlaufzeit hat. Hier bei dem Eiweißbrot ist es so, der Teig muss gar nicht so lang geknetet werden. Hier reichen wirklich so 10 Minuten Knetzeit aus. Das heißt, wenn ich jetzt manuell arbeiten würde, würde ich mir den Teig 10 Minuten kneten lassen, circa 45 Minuten gehen lassen, anschließend nochmal so 5 Minuten kneten lassen, um den Teig einfach zu formen, dann erneut eine Gehzeit von 45 Minuten und dann backen für eine Stunde. Hier kannst du einfach mal in deiner Bedienungsanleitung nachschauen, wo ungefähr diese Parameter eben stimmen. So, der Teig fängt jetzt an zu vermischen. Ich kratze in der Zeit mit einem Teigschaber gerade noch die Mehlränder hier ein bisschen zusammen. Der Teig sieht jetzt zu Beginn noch ein bisschen trocken aus, aber ich warte jetzt noch mit dem Nachgeben vom Wasser. Ich lasse ihn jetzt einfach mal so 5 Minütchen verkneten und dann gucken wir mal nach der Festigkeit des Teiges. So, nach 5 Minuten ist der Teig schön verknetet. Er hat auch eine schöne Festigkeit. Der darf jetzt lieber ein bisschen fester sein als zu weich. Und jetzt lasse ich das Programm einfach ablaufen. Deckel schließen. So, was ich persönlich auch gern mache, ich
nachdem ich den Knethaken entfernt habe, drücke ich den Teig ein bisschen flach und nehme ein bisschen Wasser und bepinsel die Teigoberfläche und streue ein paar geschälte Hanfsamen einfach oben auf die Teigoberfläche. Das ist später einfach für die Optik noch sehr schön. So, Brot ist fertig. Backform entnehmen. Und hier beginnt das Training für die Muskeln. Das Eiweißbrot muss jetzt erstmal auskühlen. So, schneiden wir es mal an. So, ihr Lieben. Riecht gut. Knusprig. Ich habe hier ein wirklich leckeres, schmackhaftes Brot. Das Ganze kannst du jetzt natürlich durch dein Topping natürlich noch verändern und deinen Eiweißgehalt nach oben treiben, indem du den richtigen Belag dazu natürlich wählst, ob das jetzt Hüttenkäse ist, Lachs, Ei, was auch immer. Es schmeckt sogar echt ohne alles super lecker. In diesem Sinne, ran ans Gerät, back's nach. Bis dahin, ciao, tschüss.